Anna Knežević ist eine 40-jährige Frau, die in Kolumbien geboren wurde, aber die US-Staatsbürgerschaft angenommen hat. Es schien, als hätte sie ein Leben, um das sie viele beneiden würden. Eine erfolgreiche Karriere in Südflorida. Mitinhaberin eines IT-Unternehmens, das auf dem Weg nach oben war. Aber Anna beschloss, ganz von vorne anzufangen. Im Dezember 2023 verließ sie Florida und ließ sich in Madrid im schicken Stadtteil Salamanca nieder, einem Ort voller Leben und Gemütlichkeit. Am 2. Februar 2024 sahen die Nachbarn Anna zum letzten Mal. Sie betrat ihre Wohnung gegen 22 Uhr. Am selben Abend sprach sie mit einer Freundin und sagte, dass sie zu Hause bleiben würde. Draußen war es kalt. Alles schien normal zu sein, bis es plötzlich nicht mehr so war. Am nächsten Tag blieb Annas Telefon stumm. Sie antwortete nicht auf Anrufe und Nachrichten. Das war völlig untypisch für sie. Ihre Freundin Santa Ramo schlug Alarm und am 4. Februar überprüften Madrider Feuerwehrleute Annas Wohnung. Die Tür war von außen verschlossen. Im Inneren gab es keine Anzeichen eines Kampfes, nichts fehlte. Aber Anna selbst war nicht da. Stattdessen waren ihr Telefon, ihr Laptop und ihre Ladegeräte verschwunden. Und dann begann das Seltsamste. Am 3. Februar, einen Tag nach ihrem Verschwinden, erhielten 2 Freunde von Anna verdächtige Nachrichten von ihr. Eine auf Englisch, die andere auf Spanisch. Die Freunde waren schockiert. Anna, die vorsichtig und besonnen war, wäre niemals mit einem Fremden mitgefahren, den sie gerade erst auf der Straße getroffen hatte. Außerdem schienen die Nachrichten nicht von ihr zu stammen. Als sie versuchten zu antworten, herrschte Stille. Das Telefon war ausgeschaltet und Anna wurde nicht gefunden. Je tiefer die Behörden gruben, desto düsterer wurde das Bild. Annas Verschwinden war nicht einfach nur das Verschwinden einer Person. Alles deutete auf etwas viel Schrecklicheres hin. Anna wurde am 26. Mai 1983 in Kolumbien geboren. Sie wuchs in Medellín auf, einer Stadt, die für ihre lebendige Kultur und ihre starken Menschen bekannt ist. Seit ihrer Kindheit war Anna zielstrebig und intelligent. Sie schloss ihr Studium mit 2 Diplomen ab: International Business und Management. Später zog sie in die USA, wurde Staatsbürgerin und ließ sich in Südflorida nieder. Dort machte sie Karriere. Zunächst arbeitete sie im medizinischen Bereich, dann wurde sie Projektleiterin bei Vex Technology Solutions. Aber ihr Verschwinden war kein Zufall. Dahinter standen Probleme in ihrem Privatleben, finanzielle Konflikte und die Entscheidung, in Spanien neu anzufangen. Anna und ihr Ehemann David Knežević lebten 13 Jahre lang zusammen. Sie waren nicht nur Ehepartner, sondern auch Geschäftspartner. Doch hinter der Fassade des Erfolgs gab es Risse in ihrer Ehe. Finanzielle Streitigkeiten, die Scheidung und Annas Umzug nach Spanien waren der Beginn eines Rätsels, das 2 Länder erschütterte. Im Sommer 2023 zerbrach ihre Ehe, die einst so stabil schien. Das Paar trennte sich und es begann eine schwierige, konfliktreiche Scheidung. Der Hauptstreitpunkt war die Aufteilung des Vermögens. Anna, die für ihre Fairness bekannt war, schlug vor, alles zu teilen, aber David lehnte dies laut Quellen aus dem Umfeld ihrer Familie vehement ab. Er bestand darauf, dass Anna nur 25% ihres gemeinsamen Vermögens erhalten sollte. Die Verhandlungen entwickelten sich zu einem regelrechten Krieg. Es ging nicht nur um Emotionen, sondern auch um Millionen von Dollar, ihr Unternehmen, Immobilien, darunter eine Immobilie, die aufgrund von Schulden bereits kurz vor dem Verlust stand. Es war ein Konflikt nicht nur um Geld, sondern auch um Kontrolle, Erbschaft und die Zukunft, die jeder von ihnen nach der Scheidung sah. Als die Scheidung noch härter wurde, traf Anna eine mutige Entscheidung. Ende Dezember 2023 packte sie ihre Sachen und zog von Florida nach Madrid. Sie begann ein neues Leben. Dieser Umzug war nicht spontan. Anna liebte es schon immer zu reisen, und Madrid hatte sie mit seiner Kultur, Geschichte und Energie erobert. Ihre beste Freundin Santa Ramo erinnerte sich daran, wie begeistert Anna von der Stadt, der Kunst, der Atmosphäre und den Menschen sprach. Sie mietete eine Wohnung im prestigeträchtigen Stadtteil Salamanca mit seinen eleganten Straßen und seinem pulsierenden Leben. Für Anna wurde Madrid zu einem Ort, an dem sie ihre Wunden heilen und neu anfangen konnte.
Im Januar 2024 unternahm sie sogar eine kurze Reise mit ihrer Freundin nach Österreich. Diese Reise zeigte, dass sie die Vergangenheit hinter sich lassen und ein neues Leben aufbauen konnte. Nach ihrer Rückkehr nach Madrid fand sie allmählich ihren Rhythmus, unterhielt sich mit ihren Nachbarn und schmiedete Pläne. Zum Beispiel wollte sie am 5. Februar mit dem Zug nach Barcelona fahren. Ihre Wohnung, ein gemütlicher und sicherer Ort, wurde zu ihrem ruhigen Hafen, wo sie sich auf sich selbst und ihre Ziele konzentrieren konnte. Annas Abreise wurde von David unterschiedlich aufgenommen. Laut seinem Anwalt Ken Podavids befand sich David zu dieser Zeit in Serbien, seinem Heimatland, und ging seinen Geschäften nach. Der Anwalt behauptete, dass ihre Trennung friedlicher verlaufen sei, als es Annas Familie beschrieben hatte. Darüber hinaus hätten sie angeblich sogar darüber gesprochen, einen gemeinsamen Anwalt zu beauftragen, um die Aufteilung des Vermögens zu vereinfachen. Annas Familie und Freunde erzählten jedoch eine andere Geschichte. Ihr Bruder Philipp erklärte gegenüber den Behörden, dass David wegen der finanziellen Folgen der Scheidung wütend gewesen sei, insbesondere weil er einen erheblichen Teil seines Vermögens verlieren könnte. Freunde bemerkten, dass Anna nach ihrem Umzug nach Madrid kaum noch an David dachte. Anscheinend versuchte sie nach vorne zu schauen, ohne auf die Vergangenheit zurückzublicken. Als Anna verschwand, kontaktierten ihre Angehörigen sofort David, aber er antwortete nicht sofort. Er behauptete, er sei in Serbien und wisse nicht, wo Anna sei. Später gab er der spanischen Polizei ihre Kreditkartendaten und unterschrieb Dokumente, damit sie ihre Wohnung betreten konnten. Aber seine Beteiligung war minimal. Darüber hinaus engagierte er schnell einen Strafverteidiger in den USA, was vor dem Hintergrund der aktiven Suche von Annas Familie seltsam erschien. In der Zwischenzeit arbeiteten ihre Angehörigen mit dem FBI und der spanischen Polizei zusammen, verbreiteten Informationen und forderten Antworten. Das Verschwinden von Anna Knežević am 2. Februar 2024 schockierte alle, die sie kannten. Und für die Ermittler wurde es zu einem Rätsel, das mit jedem Tag komplizierter wurde. Als die spanische Polizei und das FBI mit den Ermittlungen begannen, fanden sie eine Reihe seltsamer Hinweise, verdächtige Nachrichten, die Anna kaum selbst geschrieben haben dürfte, Kameras, die jemand beschädigt haben könnte, Spuren internationaler Reisen, die auf ein geplantes Verbrechen hindeuteten. Alles begann am 4. Februar, als Santa Rama Annas Verschwinden meldete. Sie ging nicht ans Telefon und erschien nicht zum geplanten Zug nach Barcelona. Die Feuerwehrleute, die ihre Wohnung in Salamanca aufbrachen, stellten fest, dass die Tür von außen verschlossen war, aber innen alles an seinem Platz war. Und keine Spuren eines Kampfes. Das Bett war gemacht, die Sachen lagen an ihrem Platz, aber ihr Telefon, ihr Laptop und ihre Ladegeräte waren verschwunden. Das Fehlen von Einbruchsspuren oder Anzeichen eines Kampfes ließ vermuten, dass Anna entweder selbst gegangen war oder von jemandem, den sie kannte, oder von jemandem, der diese Entführung sorgfältig geplant hatte, mitgenommen worden war. Der erste wichtige Hinweis kam dank der Überwachungskameras in Annas Haus. Am 2. Februar um 21:27 Uhr ist auf der Aufzeichnung zu sehen, wie ein Mann mit einem Motorradhelm das Gebäude betritt, während die Bewohner es verlassen. Er handelte präzise und kaltblütig, bemalte die Kamera am Eingang mit schwarzer Farbe und klebte das Türschloss mit Klebeband zu, damit sich die Tür nicht schließen konnte. Später erzählte der Hausverwalter CNN, dass auch die Kamera am Aufzug ausgeschaltet worden war. Es blieb eine tote Zone, in der nichts zu sehen war. Eine Stunde später, um 22:30 Uhr, tauchte derselbe Mann wieder im Bild auf, stieg mit einem Koffer in der Hand aus dem Aufzug und verschwand in der Nacht. Niemand sah ihn mehr. Sofort tauchten Fragen auf. Was war in dem Koffer? Hatte das etwas mit Annas Verschwinden zu tun? Am 3. Februar kamen 2 verdächtige Nachrichten von Annas Handy. Santa Rama erhielt gegen 14 Uhr eine SMS auf Englisch. Eine andere Freundin in Madrid erhielt um 16 Uhr eine ähnliche Nachricht auf Spanisch. Der Text war fast identisch. Ich habe einen tollen Mann kennengelernt. Er hat ein Sommerhaus, 2 Stunden von Madrid entfernt. Wir fahren jetzt dorthin. Ich werde ein paar Tage dort bleiben. Dort gibt es fast keinen Empfang. Ich rufe zurück, wenn ich zurück bin. Die spanische Version machte Annas Freundin besonders misstrauisch. Sie enthielt Punkte und Kommas, obwohl Anna diese selten verwendete.
Es sah so aus, als wäre der Text mit einem Übersetzungsprogramm übersetzt worden, unnatürlich und holprig. Als ihre Freunde versuchten, ihr zu antworten, war Annas Telefon bereits ausgeschaltet. Die Polizei vermutete sofort, dass etwas nicht stimmte. Anna wäre niemals mit einem Fremden weggefahren, ohne ihre Angehörigen zu benachrichtigen. Am Tag zuvor hatte sie eine ganze Stunde lang mit Santa gesprochen und kein Wort über irgendwelche Pläne verloren. Fazit: Jemand hatte diese Nachrichten absichtlich geschrieben, um Zeit zu gewinnen oder alle zu verwirren. Die Ermittler versuchten, den letzten Standort von Annas Telefon zu bestimmen, aber ohne Erfolg. Es war wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Am Tag ihres Verschwindens hatte Anna sich eine Wohnung in Madrid angesehen, aber dann Santa gesagt, dass sie ihr nicht gefiel. Ihre Bankgeschäfte waren unauffällig, es gab keine großen Überweisungen oder Abhebungen. Das schloss die Möglichkeit eines freiwilligen Verschwindens aus. Sie hatte keinen Grund, sich zu verstecken. Auch ein zufälliger Raubüberfall kam nicht in Frage. Es wurde nichts gestohlen, es gab keine Erpressung. Es blieb nur eine Möglichkeit. Jemand aus ihrem Umfeld wollte sie beseitigen. Die Kameras waren der Schlüssel zur Lösung des Rätsels. Die Farbe, mit der die Kamera beschmiert worden war, wurde in einem Baumarkt in Madrid gefunden. Der Helm, wie ihn der Verdächtige trug, wurde wenige Tage vor dem Verschwinden in einem benachbarten Geschäft verkauft. Der Käufer konnte nicht ermittelt werden. Ein weiterer Hinweis: In der Nacht ihres Verschwindens wurde in Annas Straße ein Peugeot 308 mit getönten Scheiben gesichtet. Die Nummernschilder waren einige Tage zuvor gestohlen worden. Später fuhr derselbe Peugeot über eine Mautstraße bei Madrid, aber der Fahrer war nicht zu sehen. Fazit: Das konnte kein Zufall sein. Jemand hatte sich im Voraus vorbereitet. Die Polizei kontaktierte das FBI, da Anna US-amerikanische Staatsbürgerin war. Ihr Ex-Mann David stammt aus Serbien. Außerdem wurde festgestellt, dass der Peugeot 308, der am 29. Januar in Belgrad gemietet worden war, bis Mitte März 7.700 Kilometer zurückgelegt hatte, was für eine Mietwagenfahrt sehr viel ist. Als das Auto zurückgegeben wurde, hatte es getönte Scheiben und neue Nummernschildhalterungen. Das FBI überprüfte Passagiere, die zwischen den USA, Spanien und Serbien geflogen waren. Am 4. Mai 2024 nahmen FBI-Agenten David Kavich am Flughafen von Miami fest. Er war gerade aus Serbien angekommen. David ist 36 Jahre alt, er ist IT-Unternehmer und Annas Ex-Mann. Die Ermittlungen dauerten Monate, aber nun hatte die Polizei endlich Beweise für seine Beteiligung. Am 2. Februar 2024 veranlassten sein seltsames Verhalten und neue Hinweise die Ermittler, sich intensiv mit David zu beschäftigen. Der gebürtige Serbe war in die USA gezogen, hatte die Staatsbürgerschaft erhalten und eine erfolgreiche Karriere in der IT-Branche aufgebaut. Zusammen mit Anna gründete er EX Technology Solutions in Florida. Kollegen beschrieben ihn als intelligent, ehrgeizig und technisch versiert. Annas Freunde bemerkten jedoch, dass David dazu neigte, sie zu kontrollieren, insbesondere in finanziellen Angelegenheiten. Dies zeigte sich besonders deutlich während ihrer skandalösen Scheidung im Jahr 2023. Nach der Trennung hielt sich David häufig in Serbien auf. Die Ermittler versuchten herauszufinden, was er dort tat. Nach seiner Verhaftung wurde David von FBI-Agenten verhört, aber er verhielt sich zurückhaltend, leugnete seine Beteiligung am Verschwinden von Anna und behauptete, dass er am 2. Februar in Serbien gewesen sei und nichts über ihren Aufenthaltsort gewusst habe. Er bestätigte, dass er die Dokumente für den Zugang der Polizei zu Annas Wohnung unterschrieben und ihre Kartendaten weitergegeben hatte. Er bestand darauf, dass er alles in seiner Macht Stehende getan habe, um zu helfen. Als das Gespräch auf die Scheidung und finanzielle Streitigkeiten kam, versuchte David, deren Bedeutung herunterzuspielen. Er wiederholte die Worte seines Anwalts Ken Podawitz, dass er und Anna sogar über einen gemeinsamen Anwalt für eine friedliche Aufteilung des Vermögens gesprochen hätten, aber er konnte nicht erklären, warum seine Reisen und Finanztransaktionen nicht mit seiner Version der Ereignisse übereinstimmten. Wer hat dann am Tag von Annas Verschwinden Farbe und Klebeband in einem Madrider Geschäft gekauft? Die Ermittler sind überzeugt, dass David Annas Entführung aus Geldgier und persönlicher Rache geplant hat. Am 29. Januar 2024 mietete David einen Peugeot in Belgrad. Später legte dieses Auto fast 8.000 Kilometer zurück. Unglaublich viel für einen Mietwagen.
Die Kameras in einem Madrider Geschäft zeichneten einen Mann auf, der David ähnelte und wenige Stunden vor Annas Verschwinden Farbe und Klebeband kaufte. Die gestohlenen Nummernschilder des Peugeot wurden in derselben Nacht in der Nähe von Annas Haus gesehen. Das Motiv? Anna bestand auf einer gleichmäßigen Aufteilung ihres Vermögens, das sich auf 15 Millionen Dollar belief, Unternehmen, Immobilien und so weiter. David konnte sich offenbar nicht damit abfinden. Er empfand ihren Umzug nach Madrid als Bedrohung. Jetzt konnte sie ihren Anteil erhalten und sich endgültig seiner Kontrolle entziehen. Annas Leiche wurde nie gefunden, aber das hinderte die Anklage nicht. Es gibt genügend Beweise für die Entführung, auch wenn der Tod nicht bestätigt ist. David drohen Anklagen wegen Entführung, Gewalt und Mord an einer amerikanischen Staatsbürgerin im Ausland. Das Gericht ließ David ohne Kaution in Haft. Die Anklagepunkte sind zu schwerwiegend und es besteht die Gefahr, dass er ins Ausland flieht. Ende 2024 ging der Fall in die Vorverhandlungsphase vor dem Bundesgericht in Miami über. Die Anklage beharrt darauf, dass David, der sich nicht mit der Scheidung und der Aufteilung von 15 Millionen Dollar abgefunden hatte, von Miami nach Serbien und dann nach Spanien geflogen sei, um Anna zu beseitigen. Alles sei im Voraus geplant gewesen. Von der Anmietung eines Autos bis zur Abschaltung der Kameras. Aber die wichtigste Frage bleibt, wo ist Anna? Die Staatsanwaltschaft stützte ihre Anklage auf indirekte, aber überzeugende Beweise. Kameras in einem Madrider Geschäft filmten einen Mann, der David ähnelte und Farbe und Klebeband kaufte. Genau das, womit die Kameras in Annas Haus unbrauchbar gemacht worden waren. Die gestohlenen Nummernschilder des gemieteten Peugeot, der in der fatalen Nacht in der Nähe ihres Hauses gesehen wurde. Die Korrespondenz mit einer kolumbianischen Frau. David bat sie, die Nachrichten, die dann von Annas Telefon kamen, ins kolumbianische Spanisch zu übersetzen. Von Dezember 2023 bis Februar 2024 verkaufte David 7 Immobilien in Florida für 6 Millionen Dollar. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er das Geld abgehoben hat, um seine Aktivitäten zu finanzieren oder seine Flucht vorzubereiten. Das GPS des Mietwagens zeigte einen Umweg über Vicenza, Italien. Im August 2024 durchsuchten italienische, spanische und FBI-Beamte die Gegend, fanden jedoch nichts. Seine Anwälte Jane Winrob, Christopher Cavallo und Bruce Zatt bestanden auf seiner Unschuld. In Annas Wohnung gibt es keine Blutspuren, erklärten sie unter Berufung auf spanische Gutachten. Es gibt keine Beweise dafür, dass David seine Frau entführt oder getötet hat. Er soll sich in Serbien, 2500 Kilometer von Madrid entfernt, aufgehalten und mit den Ermittlern kooperiert haben, indem er seine Kartendaten weitergab. Am 28. April 2025 wurde David tot in seiner Zelle im Bundesgefängnis von Miami aufgefunden. Nach Angaben der Ermittler hat er sich das Leben genommen. Die Gefängnisärzte versuchten, ihn wiederzubeleben, kamen jedoch zu spät. Das FBI leitete eine Untersuchung ein, gab jedoch keine Details bekannt. Über den Anwalt Adam Ingber gaben sie folgende Erklärung ab. Der Tod des Mannes, den wir für schuldig hielten, schließt ein schmerzliches Kapitel. Aber jetzt werden wir vielleicht nie erfahren, wo er Anna versteckt hat. Das ist die letzte, grausame Verhöhnung. Wir können ihre Überreste nicht finden und das ganze Ausmaß ihres Verrats nicht begreifen. Sie versprachen, die Suche fortzusetzen, um Annas Andenken mit Würde, Stärke und Liebe zu ehren. Bis Juni 2025 wurde Annas Leiche nicht gefunden. Das FBI, die spanische und die italienische Polizei suchen weiterhin in Gebieten, in denen David gewesen sein könnte, beispielsweise in Vicenza. Einige Fragen blieben unbeantwortet. Was ist in dieser Madrider Wohnung passiert? Wenn David schuldig ist, warum hat er sich für ein so schreckliches Ende entschieden? Wo ist Anna? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.